In diesem Video zeige ich dir, wie du die Buttons des APC-Menüs mit der Dot2-On-PCs zum Leuchten bringst. Los geht's! Ich gehe davon aus, dass du das APC-Menü so wie im letzten Video gezeigt mit der Dot2-On-PC verbunden hast. Jetzt musst du nur noch in der Dot2 unter Tools, dann MIDI-Konfiguration den APC-Menü als MIDI-Out auswählen. Jetzt kannst du ganz normal eine Lichtstimmung auf einem freien Executor speichern. Um die Beleuchtung der Taste auf dem APC-Menü mit dem Executor zu verknüpfen, gehst du auf View, dann auf den gewünschten Executor. Dann scrollst du nach rechts bis zum Tab CMD. Mit einem Rechtsklick öffnest du die Zeile. Gib nun MIDI-Note ein. Die erste Nummer ist die Buttonnummer auf dem APC-Menü. Die zweite Nummer gibt die Farbe an. Hier siehst du alle Buttonnummern und die jeweiligen Farbcodes. Die PDF-Datei und wichtigen Dokumente findest du aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Wenn du jetzt die Taste drückst, leuchtet der Button rot. Er geht aber leider nicht aus, wenn der Executor nicht mehr aktiv ist. Um das Problem zu lösen, musst du einen zweiten Cue anlegen. Stelle den Executor von Toggle auf Go um. Gehe jetzt aber beim zweiten Cue zum CMD-Tab. Trage unter MIDI-Note die gleiche Buttonnummer ein, aber gib als Farbcode 00 ein. Jetzt leuchtet der Button beim ersten Cue und erlischt beim zweiten. Wenn du den Executor aber als Toggle-Knopf haben willst, musst du den Executor ausschalten. Durch diesen zusätzlichen Command im zweiten Cue, gib mit einem Semikolon getrennt, denn dadurch lassen sich mehrere Commands kombinieren. Ein, Off, Exec und die Nummer des Executors. Kleiner Tipp, wenn du die MA-Taste drückst, siehst du auch die Nummern der Executor. Oder klick neben der Command-Line auf das Tastatursymbol, dann siehst du alle eingehenden Befehle, zum Beispiel die Aktivierung des Executors. Wenn du jetzt den Executor drückst, geht er an und aus, wie ein Toggle-Button. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du Fragen hast, schreibe sie gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim Experimentieren.